bei T-Mobile. Wir kommen jetzt zum ersten Gast für heute. Es ist Senior Coconut, aka Uwe Schmidt. Hat früher in Frankfurt gelebt, ist 1997 kluger Bursche nach Chile ausgewandert. Hätte ich auch mal tun sollen. Nein, Köln ist okay, auf jeden Fall. Ist bekannt geworden unter dem Namen Atom, hat fantastische Tracks gemacht, Artificial Pop Intelligence zum Beispiel. Und auch Bei Allemann, die wir alle kennen, Kraftwerk-Cover auf Lateinamerikanisch. Und hat ein Label namens Rather Interesting mit einem fantastischen Tonträger drauf namens 14 Footballers in Milk Chocolate. Das hatte ich euch auch mal in den ersten beiden Sendungen, glaube ich, vorgestellt. Und den habe ich getroffen in Köln, wo er hier auf Tour war. Das war so im Mai oder so. In der Live Music Hall. Viel Spaß. Senior Coconut, vielen Dank, dass du da bist in unserer Show oder in meiner Show. Wir wissen natürlich, dass du in Santiago de Chile wohnst und was mich interessiert, ist da auch, wie der Wechsel kam, warum du jetzt von Frankfurt vor ein paar Jahren überhaupt hingezogen bist. Ich bin dort zweimal eingeladen gewesen, 1996, zusammen mit einem Musikerkollegen aus Frankfurt, der halb Chilene, halb Deutscher ist und wollte die Jahre vorher schon weg eigentlich aus Deutschland und bin dann mit ihm dort geblieben. War das jetzt, weil es da wärmer ist? Oder was für einen Input hast du da überhaupt? Einer der Gründe war auch, keinen Input zu bekommen. Ach. Also so eine Isolation eigentlich zu erzeugen. Input gibt es natürlich wie immer, also aus allen Ecken. Nicht unbedingt elektronische Musik, aber das interessiert mich auch generell nicht sonderlich. Ja. Und du bist ein Workaholic, also von dir hört man immer wieder neue Sachen, neue Tonträger unter verschiedenen Namen. Da fragt man sich dann natürlich auch immer... Muy bienvenido a nuestro programa. Estamos aquí con Don Saya. Hola. ¿Cómo empezó todo? En el año 1947. Sí. Du sagst gerade irgendwie, du wolltest jetzt keinen Input haben in Südamerika, aber... Nicht den zu erwartenden Input, sage ich mal. Also elektronische Musik in dem Sinne interessiert mich so als Genre nicht sonderlich. Und den Input, der mich interessiert, das ist... Empecé a desarrollar el concepto del secuenciador humanoide en la Ciudad de México. Sí. Cuando uno de mis músicos no fue capaz de tocar el ritmo preciso. Sí. In deiner neuen Heimat? Verstehen die das, was du machst? Finden die das gut? Einige Dinge, ja. Einige Releases kommen da, also die sind dort nicht veröffentlicht oder so, aber kommen dort auch an und werden dort auch in dieser sehr, sehr kleinen Szene auch wahrgenommen. Ja. Und gibst du da auch Konzerte jetzt zum Beispiel jetzt da? Oder dass du da so eine Homebase hast? So? Weniger. Also wie gesagt, mich interessiert dort auch die Szene nicht so sehr. Ich halte mich in der Szene auf. Hab allerdings vor 2 Wochen dort mal mit Bernd Friedmann, auch aus Köln, Musiker, dort unten einen Auftritt gehabt. Wenn sich's ergibt, wenn irgendwelche Projekte anstehen, irgendwelche bestimmten Locations zur Verfügung stehen, dann mache ich das. 1, 2, 3, 4.
are showroom dummies. We are showroom dummies. We step out and take a walk through the city. We are showroom dummies. We are showroom dummies. We go into a club and then start to dance, baby. We are showroom dummies. 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 Kommen wir zu deiner Platte namens El Bay Aleman, wo du genialerweise Kraftwerk-Songs gecovert hast und die in die Salsa-Verpackung gepackt hast, will ich mal sagen. Warum gerade Kraftwerk? Die sind ein sehr präziser musikalischer Stereotyp, würde ich mal sagen. So, also sind genauso hart definiert wie lateinamerikanische Musik auch. Kannst du das irgendwie weiterführen? Ja, sie haben zu einer bestimmten Zeit musikalische Parameter definiert, wie zum Beispiel Minimalismus, Wiederholung, Reduziertheit, die sehr speziell ist, die nur so, die so erfunden wurde von denen. Die ist danach in dieser Form. Estaba tocando desafinado y lo sac de la orquesta. ¿Me entiende? Dice, eso pasó en el... estudio. Sí, pero también durante los conciertos, casi en todos los conciertos. Sí. Pero durante los años 70. Und die ist für mich genauso stark definiert wie zum Beispiel die amerikanische Musik mit ihren musikalischen Parametern, die auf der anderen Seite liegen, die konträr zu dem sind, was Kraftwerk erarbeitet haben. Ja, du hast ja richtig Wärme reingebracht in Kraftwerk-Tracks jetzt. Vorher hast du zum Beispiel bei Pop Artificial, wenn ich das richtig Artificiell, war das mehr so, meiner Meinung nach, die Deformation sozusagen von Pop-Songs, die du dann deine eigene Note aufgedrückt hast. Bei El Bay Aleman ist es mehr... das Inverse. Genau. Und da waren ja auch viele Leute dem Irrtum erlegen, irgendwie, dass es eine Liveband ist. So, hat da irgendeine Philosophie hintergesteckt? Wolltest du den Leuten damit irgendwas sagen? Interessanterweise sage ich das ja gerade in der Sendung Electronic Beats. Mir ging es auch darum... Una banda alemana fue un poco más extrema y radical. Radical, ja. Sí. Kraftwerk. Puede ser, creo que sí. Ellos... Die Frage zu stellen, was denn Electronic ist, in dem Moment, wo etwas reell klingt. Und ich denke, wir haben mittlerweile durch die Entwicklung der Musiktechnologie, Sampling und so weiter, hartes Recording, Unterscheidung aufgehoben, was Electronic ist und was nicht. Also eine Madonna-Platte ist genauso Electronic wie El Bay Aleman oder Guns N' Roses zum Beispiel. Ich sehe da keinen Unterschied, weshalb ich den Begriff elektronisch auch nicht so gerne benutze. Il
with the D-E-E. Europe Express. Europe Express. Europe Express. Europe Express. Auf der Bühne setzt du das ja anders um. Die Platte El bei Alemann, da trittst du ja mit mehreren Leuten auf. Wie funktioniert das? Was ist da für eine Formation? Warum stehst du da jetzt nicht alleine, auch mit dem Computer, um zu zeigen, so habe ich es gemacht? Ja, so weil das ziemlich langweilig wäre, glaube ich. Ja. Also diese Powerbook-Auftritte. Ellos eliminaron los músicos y los sustituyeron por secuenciadores y computadores. Ah, Carlos Bartos y W. Flur. No me acuerdo. Puede ser. Lo mejor. Oder Playback oder ein Mann mit Sampler auf der Bühne Auftritte sind, ich glaube, die interessieren weder den Musiker noch das Publikum wirklich. Und für mich, der einzige Grund, auf der Bühne zu stehen, ist wirklich Spaß zu haben. Und da war das einzige Konzept halt, das mit einer Band zu machen und auch zu improvisieren und das Album im Prinzip nachzuspielen. Also ein Album, was zwar live klingt, aber eigentlich programmiert ist, dann doch nochmal zu spielen mit echten Musikern. Und das sind dann, was für Instrumente spielen die? Ist es dann auch wirklich das... En sus composiciones eliminaron casi todas las pistas de audio hasta que quedaron solamente los ritmos y las mejores melodías. El resultado es conocido. Die folkloristischen Rasseln haben und so? Ja, müsst ihr sehen, ja. Ist das auch so ein bisschen die Leute zu verarschen, so, dass sie vielleicht im Irrtum weiter erlegen sind, dass sie denken, so hat er es also gemacht? Y Señor Coconut. Ich mache heute relativ wenig Gedanken darüber, was der Konsument meinen könnte. Findest du, elektronische Musik hat Seele? Musik hat Seele, ja. Musik hat Seele. Ja, also ich denke, jede Art von Musik, ob elektronisch oder akustisch, ist ein direkter Auswuchs der Person, die das kreiert hat. Ja. Also eine direkte Fortführung von Gedanken, sag ich mal. Und das hat immer, muss per Definition Seele haben oder Gefühl oder was auch immer. La simulación virtual y revolución digital del ritmo electrónico. Gracias. Gracias. Viva la revolución, Antonio Banderas de poco el señor Coconut und Don Schneider. Gracias. 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 Viva la revolución, Antonio Banderas de poco el señor Coconut und Don Schneider. Gracias. Gracias. Ich fand die super. Ich meine, wenn es da stockt, kann man ja verrauscht und ist weg und kommt nochmal rein. Und ich meine, vielleicht ist das sowieso, du musst ja wissen, wie du das in das Interview einbaust. Ja. Vielleicht machst du immer nur so Schnipsel. Es kommt immer nur so... Es kommt gar nicht das komplette. Nee, es kommt immer nur so... Genau so muss es sein. Störsender. Die Pulver nicht direkt verschießen. Ja. Hervorragend. So. Das hat einen guten Groove, würde ich das Gefühl. Ja.